Heute möchte ich mit euch in Stages eine schwebende Galerie für Fotos und Videos erstellen. Dieser Zoom-Effekt am Ende eines Bildes oder Videos wird dabei von einer besonderen Stages-Funktion animiert, dem Pfad-Timing. Wir bauen das einmal nach und dann seht ihr, was es damit auf sich hat. Im letzten Video hatte ich schon mal eine andere Galerie-Idee vorgestellt, die Wände mit Bildern daran zeigt. Das Video verlinke ich oben rechts. Die eben gesehene schwebende Galerie kommt ohne Wände aus und hat einen ganz simplen Aufbau. Ich starte mit einem Rechteck als Hintergrund, die Farbe bleibt weiß und ich aktiviere hier in den Eigenschaften das Liegen lassen. Darunter kommt mein erstes Bild. Ich erhöhe hier gleich noch die Anzeigedauer und dann schneide ich das Bild zu. Ein Hochformat würde man nicht zuschneiden. Und dann schaue ich, dass das Bild keine Einblendung hat. Wir werden das Bild über eine Flexikollage einblenden, also das Bild in eine Flexikollage legen und dann erhält diese die Einblendung Alpha Blending mit 1 Sekunde und wir setzen auch eine Ausblendung Alpha Blending ebenfalls mit 1 Sekunde. Dann wechseln wir zur manuellen Eingabe, prüfen, dass wir wirklich im Bewegungspfadmodus sind und dann bekommt die Flexikollage eine Verkleinerung, indem ich hier die Größe jeweils auf 50% setze. Dann füge ich eine zweite Marke hinzu. Breite und Höhe ändere ich auf 250%. Die zweite Marke soll genau über der ersten Marke liegen und dieser Zoom soll nicht in 2 Sekunden stattfinden. Stattdessen setze ich hier auf Prozent der Objektdauer und die zweite Zeitmarke erhält die 100%. An dieser Stelle mit Prozent der Objektdauer zu arbeiten, hat den Vorteil, dass egal wie lang eure Objekte am Ende sind, also vielleicht wenn ihr ein Video habt, das länger ist als 7 Sekunden hier im Beispiel oder ein Bild länger oder kürzer anzeigen wollt, für diese Größenänderung wird immer die Objektdauer als Referenz genommen. Ich spiele das einmal ab, also man sieht, das Bild ist erst klein und wird immer größer. Jetzt kommen wir zu dieser besonderen Stages-Funktion, dem Pfad-Timing. Dieses kann man nur in Stages sehen und auch verändern, indem man hier die Kurve einblendet und dann sieht man hier eine Linie, also eine lineare Bewegung von der ersten bis zur letzten Marke. Ich spiele es nochmal ab. Das ist ganz schön, aber für das besondere Etwas möchte ich hier mehr Dynamik. Das Bild soll erst schnell größer werden, dann langsamer und zum Ende hin wieder schneller zur größten Größe. Und genau das erreichen wir, indem wir hier statt einer Geraden eine Kurve zeichnen. Ich füge hier durch Klicken noch eine weitere Marke hinzu. Der Anstieg zum Anfang soll relativ steil sein und dann soll das Größerwerden etwas langsamer vonstatten gehen, um dann zur letzten Marke hin wieder recht steil, recht schnell abzulaufen. Die Größe verändert sich langsam, bleibt dann relativ konstant, wird nur langsam größer und am Ende gibt es wieder eine schnelle Größerwertbewegung. Das Pfad-Timing bezieht sich immer auf die gesamte Pfaddauer. Formt euch die Kurve so aus, dass es ein stimmiges Ergebnis gibt. Ich spiele es nochmal ab. Und wenn ich zufrieden bin, dann habe ich es schon fast geschafft. Ich kopiere jetzt diese Flexikollage und ersetze das bestehende Bild durch mein neues Bild. Und gleich noch ein drittes. Spielt man das jetzt so ab, hat man aber noch nicht diesen schönen Übergangseffekt zwischen den Bildern. Also im Augenblick erscheint ein Bild, wird größer und blendet sich aus. Dann erst erscheint das nächste Bild. Einen schöneren Effekt erzielen wir durch eine überlappende Anordnung. Ich ziehe die zweite Flexikollage in die Spur über die erste Flexikollage und ordne das hier so überlappend an. Die Überlappung sollte 1 Sekunde hier betragen. Das ist die Zeit der Ein- und Ausblendung. Die dritte Flexikollage kommt dann über die zweite Flexikollage und auch hier dann wieder eine Überlappung von 1 Sekunde. Und dann haben wir dieses Ergebnis. Während das große Bild langsam durchsichtig wird, sieht man im Hintergrund schon das Neue erscheinen. Bei sehr vielen Objekten wäre diese manuelle Anordnung aber doch recht aufwendig und so greife ich lieber auf den Überlappungseffekt zurück. Der übernimmt diese überlappende Anordnung ganz automatisch
Ich füge die Flexikollagen in den Überlappungseffekt und in den Eigenschaften des Effektes. Hier die Überlappungsdauer kann bei 2 Sekunden bleiben. Das Häkchen hier entfernen, denn wir wollen die Flexikollagen überlappen und wir brauchen die umgekehrte Spurreihenfolge, damit das Folgebild hinter dem vorderen Bild erscheinen kann. Damit wisst ihr eigentlich schon alles zum Aufbau. Ich möchte nur noch zeigen, ihr könnt genauso gut Texte einfügen. Ich kopiere mir hier wieder diese Flexikollage. Die hat ja alle nötigen Einstellungen bezüglich der Größe. Ich erhöhe hier auch nochmal die Dauer und füge meinen Text ein, formatiere mir den. Um das Schweben noch etwas zu verdeutlichen, mache ich hier so einen schwebenden Rand. Das heißt, ich aktiviere die Füllung, mache diese aber durchsichtig. Und dann aktiviere ich daran einen Rand. Dann sieht das so aus. Ich lege dahinter mal auch gleich noch ein Bild, damit man das gleich im Zusammenspiel mit einem weiteren Bild beobachten kann. Abgespielt sieht das dann so aus. Und ihr könnt genauso gut diese Flexikollage kopieren und ein Video dort hineinlegen. Auch da übernimmt die Flexikollage wieder alle nötigen Einstellungen bezüglich der Größenänderung. Und auch hier lege ich gleich noch ein Foto dahinter. Und dann sieht das so aus. Und noch als letzter Tipp, um den Hintergrund etwas noch zu beleben und das Schweben zu unterstreichen, könnt ihr Partikel in den Hintergrund legen. Geeignet sind zum Beispiel auch die dynamischen Hintergründe aus der Toolbox, wie hier zum Beispiel diese Lichtgeister. Probiert ruhig aus, was zu euch und zu euren Bildern passt. Ich habe mir für mein Beispiel einen Partikeleffekt erstellt. Ich spiele das auch gleich nochmal ab. Das Ganze gibt es dann auch wieder als Download im VIP-Bereich. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und auch über eure Kommentare zur schwebenden Galerie. Danke!